euch auf der Reise unseres Lebens. Guten Morgen, meine Nachtwache ist gleich vorbei. Der Tim löst mich gleich ab. Die Sonne geht gerade auf und Meer ist schon ein bisschen unruhiger jetzt. Also wir haben auf jeden Fall schon starke Welle. Wir rollen auch ziemlich stark rum, aber trotzdem noch sehr, sehr entspannt alles. Drinnen ist trotzdem noch super ruhig, man kann gut schlafen, erholt sich gut. Drum nicht so wild. Und ich trinke jetzt morgens immer dieses Y-Food. Das ist so ein bisschen mein Kaffeeersatz. Ich trinke gerade keinen Kaffee und es gibt mir morgens immer so einen kleinen Push. Das ist ganz cool, vor allem weil ich auch keinen Bock habe, mir in der Früh vor der Wache eine Brotzeit zu machen oder noch irgendwas zu essen zu machen. Da ist es in unter einer Minute fertig und schmeckt und man hat irgendwie Energie bis zum Mittag ohne Probleme. Und hat sich wer in den Kommentaren aufgeregt, dass er es zu teuer findet. Da habe ich mal bei Y-Food angefragt nach so einem Influencer-Rabattcode. Haben wir auch gleich bekommen. 10% gibt es mit dem. Der heißt Atlantik 10. Steht auch in der Videobeschreibung unten mit Link. Wenn ihr das beim Kauf angebt, kriegt ihr einfach 10%. Finde ich ganz nett. Vor allem, wenn man es mal ausprobieren will. Ich trinke halt einfach Kaffee, gell? Was passiert, wenn man die Leine zu lange in der Hand behält? Nice! Warte. Wow. Ja, scheiße. Ich habe mir noch gar nicht angeschaut, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Der Finger sieht nochmal böse aus. Ja, da ist voll aufs Fleisch runter. Alles weg. Gerade marschiert der Kahn richtig. Wir kommen sauschnell voran, trotz nur der Genua draußen. Mal schauen, wie das ab morgen wird. Morgen erwartet uns richtig fetzen Wind dann. Gerade haben wir so ein paar 20 Knoten, aber die Welle ist auch schon mächtig. Und morgen geht es dann bis über 30. Hält sich dann das Wochenende, heute ist Freitag. Also Samstag, Sonntag wird richtig fetzen Wind. Und ab Montag wird es wieder entspannter. Aber macht auch mal Spaß, ein bisschen mehr Action. Geht schon ziemlich ab gerade, richtig viel und große Welle auch. Bin echt ein bisschen gespannt, was uns morgen so erwartet, wenn wir dann noch mehr Wind abkriegen. Dann wächst die Welle natürlich nochmal. Die Wellen schieben uns unglaublich an, wir surfen jedes Mal so richtig mit. Schon ganz cool. Seit wie vielen Tagen auf See jetzt? Seit 8 Tagen. Das ist der 8. Tag auf See. Dann malen wir den Striche.
So, Tag 9 der Atlantiküberquerung. Ich koche gerade Linsen mit der letzten Zwiebel, die wir haben. Unser frisches Zeug geht jetzt echt der Neige. Wir haben noch ein paar Zucchinis. Und sonst halt Kartoffeln und Süßkartoffeln, aber Obst und sonst frisches Gemüse ist jetzt echt dem Ende. Und draußen geht es richtig ab. Wir haben richtig stark Welle. Der Wind wird auch immer mehr. Hartes Wochenende besteht uns bevor. Ist auch richtig unruhig hier, also es schleudert die ganze Zeit alles von links nach rechts. Wow! Was geht hier ab? Die Wellen sind so massiv fett. Gerade hat uns eine komplett hier reingebrochen ins Cockpit. Die kommen so angerollt hier. Was ist los hier? Aber dadurch, dass die halt direkt von hinten kommen, nehmen wir sie relativ smooth. Sie heben uns halt hinten an, aber manchmal passiert es dann doch, dass eine reinscheppert. Ja. Der Pulli, der sieht sau bequem aus. Der ist auch so bequem. Aber ich habe ihn dann schon ein bisschen vollgekrümelt. Wurde heute schon gesagt, dass wir Halbzeit haben? Halbstrecke? Nee, also morgen haben wir Halbstrecke. Echt? Ich dachte, okay. Halbzeit heute haben wir heute, was heißt? Ja, genau, ja, genau. Verrückt. Mal schauen, was uns heute Nacht erwartet, aber irgendwo genieße ich das auch, dass wir das erleben dürfen. Das ist echt stürmische See gerade und keine Ahnung, sowas mal zu sehen, was das für Naturgewalten sind, was für eine Kraft jede einzelne Welle da herdrückt. Schon krass. Auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich finde, dass man hier vorne noch mal viel mehr merkt, wie schnell man eigentlich ist und wie hoch die Wellen sind. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Hier ist in die Nacht rein. Wir haben jetzt doch relativ viel Wind. Es geht auch heute Nacht nochmal ein bisschen höher. Ich denke, wir werden so 32 bis 35 Knoten sehen. Ist aber alles machbar. Und dann nimmt der morgen Nachmittag nimmt der Wind wieder ab, also relativ entspannt. Aber die Nacht wird sicherlich ungemütlich. Mal schauen. Geht langsam auf. Genau den gleichen Farben, wie es dann untergegangen ist. Immer noch mordsschnell, die Wellen schieben uns zum Teil bis zu 16,5 Knoten, also ich gerade mal kurz draufstehen. Ist halt nur ganz kurzzeitig, wenn wir dann die Welle so runterfallen, aber das tut dem Schnitt auch ganz gut, glaube ich. Tag und Nacht, ey. Wie lange sind wir unterwegs, Tim? Jetzt ist der 10. Tag. Jetzt langsam dreht man schon so ein bisschen durch. Und So siehst du auch aus, wie du da gerade liegst. Ja. Guten Morgen. Es hat irgendwann in der Nacht angefangen, die Wellen wurden ein bisschen kleiner und das Boot rollt und rollt. Keiner konnte schlafen. Es ist wirklich, ich bin mehrmals fast aus dem Bett gefallen. Es ist wirklich anstrengend.
Ja. Es rollt auch so mit so richtiger G-Kraft irgendwie. Also man wird richtig Also rumgeschleudert. richtig rüber. Es war während meiner Wache, glaube ich, hat es auf einmal angefangen. Es ist wirklich wie verhext gewesen. Es hat nicht aufgehört. Es hat einfach eine halbe Stunde hat es durchgehend Maximalkränkung die ganze Zeit hin und her. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Da wird man echt verrückt. Kann nicht schlafen. Das regt einen richtig auf. Na gut. So, weil das Wetter wirklich kein Kochen zulässt. Ich habe mich gestern wieder übelst verbrannt hier, weil die Pfanne halt mir hier dran gekommen ist, weil so eine Welle war. Drum habe ich für mich jetzt beschlossen, ich ernähre mich jetzt, bis das Scheißwetter besser wird, nur noch von diesen Shakes. Also jetzt erstmal Frühstück. Alter! Also das war jetzt wohl der absolute Proof. Man kann wirklich nichts machen, man kann nicht mal die Kamera aufstellen. So. Noch kurz schütteln. Cheers. Das ist so shaky hier. Das ist brutal. Okay, ich lese mal vor. Hallo Tim und Crew. Danke für die Mail, ich hoffe, das Board ist alles gut. Ja. Ihr bleibt an Süd dran und seht weiter den nur schwächeren, aber stabilen und guten Nordostpassat. Starkwind steht erst einmal nicht mehr an. Auch wenn die Scoregefahr gering ist, ist es dennoch möglich, dass die kurzzeitig entstehen und durchziehen könnten. Aber ich sehe da kaum die Gefahr. Also es ist eigentlich ziemlich gut für uns, weil dann fahren wir jetzt halt einen schöneren Kurs, können vielleicht das Großsegel morgen noch entspannt hochziehen. Dann ist es angenehmer auf jeden Fall für uns. Mit mehr Wind von der Seite und weniger von hinten. Genau, ja. Okay. Und dann kommt das Wetter. Also sehr gut. Das finde ich nice. Mach mal, oder? Ja. Voll mal. Also der Sebastian von der Wetterwelt hat uns jetzt gesagt... Sonne! Oh, Sonne. Sonne! Sonne! Erste Mal seit mehreren Tagen! Alter! Okay, back to the weather. Der hat uns halt gesagt, wir müssen den Kurs auf 240 ändern. Dann kommen wir jetzt besser voran und es ist später entspannter. Das machen wir jetzt auch, oder beziehungsweise haben es schon gemacht. Und da wir jetzt den Kurs geändert haben, können wir auch den hier wieder hochziehen und sind dadurch wahrscheinlich einfach wieder deutlich schneller. Schon eine Aufgabe, das groß hochzuziehen mit der Spannung, gell? Every time. Du spürst auch wirklich die Spannung, alles knarzt und kracht. Das ganze Schiff schlägt. Weil es kam mal die Frage auf, was sind die Unterschiede von der Aira 14 Meter zu auf einmal 17 Meter. Das ist so ein Faktor. Also die Segelfläche ist so riesig geworden und ein groß hochziehen geht nicht mehr händisch. Du brauchst eine große Winch und es dauert lange. Und auch die Großschot muss auf der Winch liegen. Keine Chance, es mit einem Flaschenzug oder so zu machen. Ebenfalls der Baumniederholer ist auch kein Flaschenzug, sondern bei uns ja Hydraulik. Genau, das sind so die Unterschiede, die man merkt, und diese krasse Kraft, die dann auch wirkt auf diese sehr viel größeren Teile, merkt man auch im Boot. Aber man ist auch schneller. Also es hat sehr viele Vorteile, aber es ist auf jeden Fall respekteinflößend. Ja, passt. Hammers! Oder hängt das hier ein bisschen? Krank hart, man haut hier auf so einer Stange rum, wenn es gescheit angebumst ist. Angebumst. Oh Gott, das Wetter ist gerade richtig göttlich. Alter, es klart richtig auf, Jungs. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ja, das passiert zwar bei Rückenwind und groß manchmal, aber wir sind deutlich stabiler jetzt in der Fahrt. Wir wackeln lange nicht mehr so stark rum, aber es ging vorhin echt nicht, weil der Wind halt komplett von hinten kam und das ist uns dann doch zu gefährlich mit dem Riesenbaum. Aber sehr gut, viel angenehmer zu fahren jetzt. Wir bauen jetzt die Fock aus. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen Stabilität rein und nochmal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Aber es ist noch immer noch super wellig. Es ist gar nicht so leicht. Oh mein Gott, sieht der gut aus. Oder
Helikopter. Dann haben wir den Fisch gefangen jetzt. Den habe ich schon filetiert. Und ich mache Süßkartoffeln dazu. Die mache ich im Backofen. Und dann kurz bevor die Süßkartoffeln fertig sind, haue ich die Fisch in die Pfanne. Die Pfanne mag ich. Schmeckt lecky. Leggy. Angurken. Wurden. Kannst du nichts kühlen. Tag geht zu Ende. Fisch war lecker und jetzt noch ein schöner Sonnenuntergang. Besser kann es gar nicht sein.